Willkommen zu Frequent Travel TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Ausgabe für euch. Themen, die wir vorbereitet haben, sind zum Beispiel Meilen kaufen mit Bonus, Miles and Bundles, aber nur für Neukunden. Dann geht es weiter mit Lufthansa, kein Streik. Die Vereinigung Cockpit ziert sich. Nein, sie sagen, sie wollen erst mal gucken, geben Lufthansa Zeit. Der Bund streicht Fördermittel für die Flugsicherung. Und das Ganze ohne Vorwarnung, das hat Auswirkungen auf Flughäfen. Wir haben des Weiteren Brasilien, die wollen Sitz- und Gepäckgebühren streichen. Und Miles and More, doppelte Meilen in der Lufthansa First Class. Also wer auf der Jahresendrallye noch Meilen braucht, kann da sammeln. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren, abonnieren. Und School, denkt dran. Lufthansa. Lufthansa-Streik. Da gibt es vorerst keinen. Die Pilotengewerkschaft Cockpit gibt Lufthansa mehr Zeit für ein neues Angebot zur Lösung. Denn die Altersvorsorge ist ein wichtiges Thema und sie möchten das aber jetzt nicht in einem Streik eskalieren lassen, obwohl sie es können. Der Konflikt ist nicht gelöst. 4.800 Piloten wollen deutlich höhere Arbeitgeberbeiträge zur Betriebsrente. VC Cockpit, also Vereinigung Cockpit, setzt der Lufthansa eine Frist, hat aber kein Datum genannt, um ein verhandlungsfähiges Angebot zu bekommen. Ganz, ganz wichtig. Ich will nicht wirklich darüber auf alles eingehen, außer dass Carsten S. aus M. sagt, in Cockpit herrscht wenig Sorge um die Betriebsrenten, aber es herrscht große Sorge über Zukunft und Wachstumsperspektiven und darüber muss geredet werden. Ja, soll Lufthansa darauf eingehen, auf irgendeine Forderung? Oder es gibt ja keine Forderung, sie müssen ja ein Angebot vorlegen. Also insofern können sie auch keine Streiks erstmal vermeiden. Aber das sind erstmal gute Nachrichten für uns, für die Jahresendrallye. Ihr seht ja selber, dass es am Ende heute nochmal eine Miles and More Aktion gibt, wo ihr mehr Meilen bekommt. Ja, der Bund hat ohne Vorwarnung die Zuschüsse für die Flugsicherung gestrichen, Fördermittel. Der Bund streicht ab 2026 die Finanzierung der Flugsicherung an 44 kleineren Flughäfen. Und da ist Niedersachsen besonders betroffen, weil sie haben Braunschweig, Wolfsburg, ein Flughafen, Emden, Wilhelmshaven zum Beispiel. Wichtige Punkte sind halt, dass halt aktuell noch 50 Millionen im Bundeshaushalt sind. Damit verliert Niedersachsen 4 Millionen an Förderung. Verkehrsminister Grant-Hendrik Tonne von der SPD sagt, Braunschweig, Wolfsburg, Emden und Wilhelmshaven haben eine große Bedeutung für Forschung, Wirtschaft und Sicherheitspolitik. Und an den großen 15 Standorten, also Flughäfen, zahlt die deutsche Flugsicherung. Bei kleineren Flughäfen müssen die Kosten selbst getragen werden. Kritische Kommentare sind natürlich nicht ausgeblieben. Und da ist es natürlich so, ja, man muss natürlich gucken, dass Emden mit weniger als einer Flugbewegung pro Tag so gefühlt, das ist, ist jetzt natürlich ein Thema, muss man ehrlicherweise sagen. Also gar nicht. Und die ganzen Kontrollzonen und alles, das kenne ich aus meiner eigenen Fliegerei noch in Norddeutschland. Da passiert halt nicht viel, das ist halt so. Aber nun gut, was willst du machen? Ja, sollen diese kleinen Flughäfen subventioniert werden vom Staat oder soll das Geld besser an großen Drehkreuzen investiert werden? Wobei ich aber davon ausgehe, dass das Geld nicht investiert wird, sondern es soll einfach nur eingespart werden. Wo wir auch einsparen wollen, ist beim nächsten Thema, und zwar bei Gepäck- und Sitzplatzgebühren. Und da ist Brasilien wieder Vorreiter. Nachdem ja auch die Meilentickets dort in Brasilien schon, ich sage jetzt mal, die Kosten für uns niedrig gehalten werden. Das brasilianische Parlament, Abgeordnetenkammer, hat ein Gesetz verabschiedet, das Zusatzgebühren bei Flügen verbietet, darunter Gepäck, Sitzplatzwahl und No-Show-Stornierungen. Künftig soll ein Aufgabegepäck bis 23 Kilo kostenlos sein, ein Handgepäck bis 12 plus kleine Tasche kostenlos, Sitzplatzreservierung gratis, Rückflug darf nicht automatisch storniert werden, wenn Hinflug verpasst wurde, also ein No-Show-Verbot. Kennen wir ja auch in Deutschland zum Beispiel, dass, wenn ihr nicht in Sequence, also in der Reihenfolge fliegt, dann wird das Ticket ungültig und das ist hier verboten. Begründung: seit 2017 sind 5 Milliarden Real, das sind 800 Millionen Euro ungefähr, Zusatzeinnahmen für Airlines gewesen und es gab keine Senkung der Ticketpreise. Naja, nur gut, das haben sie halt einkalkuliert. Ne? Der Gesetzentwurf muss aber noch durch den Senat. Ja, sollte man auch so etwas in Europa verbieten? Sollte man in Europa Zusatzgebühren verbieten oder braucht es weiterhin Preisflexibilität für die Fluggesellschaften?
Da bin ich mal gespannt, wie ihr das Thema seht. Zum Thema Miles & More, 50% Bonus beim Meilenkauf. Nur für Neukunden ist es so, dass beim Bundle & Go Meilen mit 50% Bonus kaufen könnt, aber das Ganze ist halt 1,17 Cent pro Meile. Wichtig ist halt wirklich beim ersten Bundle-Kauf, wer von euch noch keinen Bundle gekauft hat, kann es nutzen. Ich sage es ganz einfach. Das Paket XS ist 90 €, sind 4.500 Meilen. Das S sind 250 Meilen, sind 15.000, ne Quatsch, 250 €, davon selbst 15.000 Meilen. 1.000 € bei 75.000 und 160.000 bei 1.750 €. Top Deal. Und dann hat man ja bei diesem ganzen Quatsch, hat man ja dann noch diese komischen Dinge eingebaut, damit wir ja nicht wissen, was die Meile kostet. Hahaha. Bei Avis Hotel Cars and Points Priority Pass Rabatt. Ja, und das ist halt wirklich so, ein 50% Bonus gehört zu den höchsten, ist wirklich ein Thema, ihr solltet das nur kaufen, wenn ihr einen Plan habt, wenn ihr dann wirklich das Ganze auch als Use Case habt. Ja, würdet ihr die Meilen auf Vorrat kaufen, wenn diese unter 1,2 Cent liegen oder nicht? Da könnt ihr ja euch zumelden. Und das Letzte, was Spaß macht, ist, wenn ihr Tickets kauft in der First Class. Da gibt es doppelte Prämienmeilen für First-Class-Flüge auf ausgewählten Routen. Heißt also keine doppelten Statuspunkte bei der Jahresendrallye, aber trotzdem ist ja immer gut. Buchung bis zum 31. Dezember 2024 und Reisen bis 31. März 2026. Routen, für die es gilt, ist Frankfurt, Washington und auch Mexiko und auch München, San Francisco und Delhi. Es gilt nur für reine First-Class-Tickets, nicht für Upgrades. Meilen werden automatisiert gut geschrieben. Gut, das ist die alte Lufthansa First Class, aber jetzt wollen wir mal sagen, es ist halt Leiden auf hohem Niveau. Die ist ja jetzt nicht auf einmal, also es ist schon okay, wenn man ehrlich ist. Und ich denke mal, dass ihr da quasi viel Spaß haben werdet, wenn ihr das nutzt. Ja, macht es für euch die First Class attraktiver bei der Lufthansa oder sagt ihr, nee, die sind doof, die hätten auch Statusmeilen vergeben sollen auf den Flügen, also verdoppelte, es gibt ja einfache zumindest. Da wäre ich mal auch gespannt, wie ihr das seht, aber hat man wohl Angst, dass jemand auf einmal den Horn Circle direkt in einem durchballert. Ja, ihr könnt wie immer die Fragen des Tages noch beantworten am Ende, nachdem ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, ein Like dagelassen habt, aber auch bei Skool. Und das erste Thema, wo ich euren Fokus drauf leiten würde, ist auf das Thema Fördermittel. Sollten die Fördermittel weiter bezahlt werden für die kleinen Flughäfen und Gepäckgebühren? Sollte da das brasilianische Vorbild mit Sitzplatzgebühren und auch Handgepäck und No-Show für Europa gelten? Also, danke, bis bald. Ciao, ciao.